So allmählich sind die ganzen Jahresrückblicke durch, es ist ein wenig Ruhe eingekehrt und wir richten den Blick schon mal ganz vorsichtig Richtung 2025. Ehrlich gesagt überhaupt nicht vorsichtig, wir starren 2025 direkt ins Gesicht. Denn hier kommen 15 Spiele, die nächstes Jahr richtig groß werden. Oder werden sollen, denn ob das alles denn nun wirklich genauso 2025 erscheint, das können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Los geht's mit Teil 1 unseres großen Jahresausblicks. Tempest Fortuna Juvat! Wenn ihr wissen wollt, welches Ereignis die Welt im März 1403 erschüttert hat, könnt ihr natürlich Wikipedia oder ein Geschichtsbuch eurer Wahl konsultieren. Oder aber ihr spielt Kingdom Come Deliverance 2, denn eben dieses Ereignis spielt darin eine große Rolle. Wir spoilern aber natürlich nicht, sondern erzählen euch lieber, dass ihr im Nachfolger des realistischen Mittelalter-Rollenspiels erneut in die Rolle des guten Heinrich schlüpft. Der ist mittlerweile Bodyguard seines Kumpels Hans Capon und führt eigentlich ein ruhiges Leben, bis eben... Ach, wir wollen ja nicht spoilern. Die Story ist schließlich eine der Hauptattraktionen des Spiels, entsprechend groß ist die Textmenge. Die Macher versprechen 2,2 Millionen Wörter, das reicht etwa für 100 Filmdrehbücher oder 25 Romane. Es gibt also viel zu hören bzw. zu lesen, denn vermutlich gehören zu diesem Buchstabenhaufen auch Beschreibungstexte und Ingame-Dokumente, die typischerweise nicht vertont werden. Gute Nachrichten für den Nuvo-Kritiker: Warhorse will auf den umstrittenen Kopierschutz sowie generell auf DRM-Maßnahmen verzichten, auch wenn das heißt, dass es wohl keinen Preload geben wird. Es ist der größte Zeitsprung der Anno-Reihe. Nach dem fulminanten 1800 geht es 1683 Jahre zurück ins Römische Reich. Ubisoft Mainz hält sich zwar mit Infos und Bildern noch vornehm zurück, doch ein paar Fakten wissen wir schon, auch dank akribischer Artwork-Analyse. So steht fest, dass sich die Spielwelt wieder aufteilt. Latium und Albion sind zwei Zwillingsprovinzen. Inoffizielle Bilder zeigen ordentlich angelegte römische Bauten, während in Albion alles chaotischer, schiefer, kraut- und rübiger aussieht. Kein Wunder, denn Albion ist ans irdische Britannien angelegt und die Briten fahren ja bis heute auf der falschen Straßenseite. Neu ist auch, dass ihr bei Stufenaufstiegen eurer Bevölkerung mehr Entscheidungsfreiheit habt. Die erste Stufe in Albion sind die sogenannten Varders und wenn ihr die eine Stufe höher schubst, könnt ihr sie entweder romanisieren oder der keltischen Tradition folgen lassen. Dann werden aus Varders entweder Smiths, keltisch, oder Mercators, römisch, mit jeweils eigenen Ansprüchen, etwa bei der Klamottenwahl. Das spanische Studio Alquimia schafft offenbar das nahezu Unmögliche. Das über 23 Jahre alte Gothic, das unter anderem für seine Ecken und Kanten so sehr geliebt wird, in die Gegenwart zu übertragen, ohne dass dabei der Charme auf der Strecke bleibt. Wir haben das Gothic Remake inzwischen schon selbst spielen können, zumindest eine extra für die Presse gebaute Variante des Prologs. Die Welt sieht fantastisch aus, der Wald innerhalb der magischen Barriere ist dicht, voller Tiergeräusche, inklusive der Schreie von schlecht gelaunten Scavengern. Das sieht zunächst einmal gar nicht nach Gothic aus, aber zwischen den Bäumen lauert es, das Gefühl, wieder im Minental unterwegs zu sein. Und zwar zu Beginn mit so einem richtigen Dulli, der bei fast jedem Schritt über die eigenen Füße zu stolpern scheint. Wir übertreiben natürlich, aber Alquimia will den Fortschritt, die Entwicklung des Namenlosen für uns so spürbar machen, wie es das vor über 23 Jahren schon war. Wo unser Held zu Beginn noch unbeholfen mit seinem Schwert in Richtung Scavenger schwurbelt, dreht er später fetzige Pirouetten, um sich seiner Gegner zu entledigen. Vieles, was wir bereits selbst erlebt haben, erinnert uns wohlig ans Original. Fleischschwanzen-Ragout am Feuer, mit Pfeilen vollgespickte Gegner, die Rückenmark zersetzende Aufnehmanimation und die Musik stammt wieder von Kai Rosenkranz. Siedlerpapa Volker Wertig geht gerne wandern, das hat er uns mal am Rande der Gamescom verraten. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum die Arbeiter in seinen Aufbauspielen gar so viel hackseln müssen. Das ist nämlich auch in Pioneers of Pagonia so. Hier latschen die Arbeiter in bester Siedlermanier von Rohstoffquellen zu Produktionsgebäuden, zu Lagern und wieder zurück. Eine wahre Freude beim Zuschauen. Spielen könnt ihr den Titel tatsächlich schon seit Ende 2023, denn da startete die Early Access Fassung. Die war da schon in einem sehr gut spielbaren Zustand, seitdem kommen ständig neue Spielelemente dazu. Im Sommer gab es zum Beispiel das Bergbau-Update, in dem der neue Geologe jetzt Eisen, Kohle, Nickel, Gold und Silber schürft.
Damit es nicht langweilig wird, kam durch das Update auch die neue Gegnerfraktion der Scavs auf die sonst friedlichen Inseln. Diesen stark gepanzerten Fieslingen könnt ihr aber jetzt den Klingentänzer entgegensetzen, einen erfahrenen Kämpfer. Wem das alles aber zu stressig ist, der konfiguriert sich das Spiel einfach gegnerlos und siedelt in Ruhe. Die trauen sich mal was bei Firaxis, denn Civilization 7 wirft einige etablierte Spielkonzepte über den Haufen oder ändert sie drastisch ab. Zum Beispiel wechselt ihr in einer Partie jetzt mehrmals das Volk. Das Spiel ist nun in 3 große Zeitalter unterteilt und bei jedem Wechsel könnt ihr eine andere Kultur aussuchen. Wenn ihr in der Antike die Ägypter anführt, übernehmt ihr beim Sprung ins Zeitalter der Entdecker vielleicht das Indianervolk der Shawnee, um ein krasses Beispiel zu nennen. Als letzte und dritte Epoche geht's mit einem weiteren Volk in die Moderne, eure Herrscherin oder euren Herrscher spielt ihr aber durchgehend. Jeder Epochenwechsel verändert auch eure Städte. Wie in der echten Historie bleiben Grundstrukturen stehen, doch die Siedlungen wachsen, modernere Gebäude werden wichtiger, ein Bahnhof verdrängt vielleicht die Kornkammer. Ausprobieren konnten wir bisher nur die Antike, aber schon diese Partie in den heiligen Firaxis-Hallen war spannend. Und etwas ungewohnt, weil wir als Hatschepsut die Römer gespielt haben. Doch im Kern bleibt auch Civilization 7 ein Civ. Path of Exile 2 wanderte im Dezember noch in den Early Access und macht dort bereits einen richtig guten Eindruck. Abwechslungsreiche Klassen und riesige Skillbäume laden zum Experimentieren ein und obwohl noch viele Inhalte fehlen, gibt's schon unglaublich viel zu tun. Der Fokus des Early Access liegt tatsächlich auf dem Endgame. Ungewöhnlich, aber was ist an Path of Exile je gewöhnlich gewesen? Das Herzstück des Endgames ist die sogenannte Atlas-Karte, eine unendlich erweiterbare Welt, die teilweise von einer Korruption durchzogen ist. Eure Aufgabe ist es, die Korruption zu reinigen, mächtige Bosse zu bezwingen und neue Gebiete zu erschließen. Im Zentrum der Karte befindet sich der Ziggurat, ein uraltes Walrelikt, das als Tor zu den Endgame-Gebieten dient. Um diese Gebiete betreten zu dürfen, benötigt ihr Waystones, die das Level der Gegner bestimmen und von euch selbst modifiziert werden können. Seid ihr aber in einem Gebiet gescheitert, müsst ihr euch einen anderen Weg in neue Areale suchen. Damit es nicht langweilig wird, besteht die Atlas-Karte aus vielen unterschiedlichen Biomen wie Dschungeln oder verschneiten Bergen. Gerüchten zufolge soll ein anonymes Mitglied der GameStar-Redaktion, nennen wir es mal Datin Meppe, bei der Ankündigung von Olden Era einen Purzelbaum geschlagen haben. Denn das neue alte Heroes-Spiel könnte genau das werden, was sich Fans von Heroes 3 seit Heroes 3 wünschen. Schließlich war das der beste Serienteil, weiß doch jeder. Und dem Unfrozen-Team ist durchaus bewusst, in welche großen Fußstapfen es da tritt. Doch statt in Ehrfurcht zu erstarren und einfach ein aufgehübschtes Heroes 3 zu basteln, modernisieren und erweitern die Entwickler das Fantasy-Rundenstrategiespiel sinnvoll. Zum Beispiel mit sparsam dosierten 3D-Effekten, einem tieferen Magiesystem, das weniger zufallsbasiert wird und mehr Upgrade-Möglichkeiten für eure Truppen, was sich wiederum auf die schön taktischen Rundengefechte auswirkt. Allein schon die schönen Karten voller blinkender Goldstapel, lockender Schatztruhen und Artefakte treiben Heroes-Fans Tränen der Rührung in die Augen. Aber nur kurz, schließlich wollen wir das alles einsacken, sofort. Zugegeben, spielen könnt ihr Hades 2 jetzt schon, denn seit dem Mai 2024 ist das Action-Rollenspiel Roguelite im Early Access zu haben. Und dank der sehr positiven Bewertungen dort braucht man kein hellseherischer Halbgott sein, um zu wissen, dass Hades 2 Hitpotenzial hat. Als neue Heldin zieht diesmal die Junghexe Melinoe in die actionreichen Gefechte gegen die Schergen des Titanen Kronos und seiner Unterbosse. Spielerisch bedient sich Hades 2 dabei großzügig beim Vorgänger. Wir starten jedes Abenteuer im Ereboss, einem Teil der Unterwelt, und ziehen von dort aus in die Schlacht. Mit dabei sind neben einem Ausweichsprint und unterschiedlichen magischen Waffen auch die Segen diverser griechischer Götter. Hestia gibt uns zum Beispiel Feuerkräfte mit auf den Weg, die Titanin Celeste die Macht des Mondes. Dazu kommen unzählige Items, Spezialkräfte, Ressourcen, Tarotkarten etc. Das alles sorgt für eine immense Spieltiefe, die man dem knallbunten Treiben gar nicht zutraut. Und solltet ihr trotz aller Ausrüstung mal abnippeln, geht es mit mehr Erfahrung und hoffentlich neuen Fähigkeiten einfach wieder von vorn los. Ein Roguelite eben.
Early Access, Segen und Fluch zugleich. Segen, weil man, wie eben im Fall von Manor-Lords, schon früh Einblick in ein Spiel bekommt und so die Vorfreude ins Unermessliche steigern kann. Aber Fluch, weil es nun mal in der Natur der Early Access Versionen liegt, dass sie noch nicht fertig sind und man irgendwann alles gesehen hat. Das ist bei Manor-Lords besonders hart, denn es macht zwar einen Heidenspaß, die wunderschön organischen Dörfer in die Landschaft zu setzen, die ist aber noch recht eintönig und es fehlt außerdem noch etwas an Abwechslung im Stadtbild. Außerdem gibt es zwar schon ein ausgefeiltes Wirtschaftssystem, als Early Access Betriebswirt müssen wir aber weitestgehend ohne nützliche Statistiken oder sonstiges Feedback auskommen. All das ist aber vergessen, wenn man seinen Dorfbewohnern Waffen in die Hände drückt und sie in die Schlacht gegen rivalisierende Fürsten schickt. Die Gefechte sind zwar nicht so beeindruckend riesig wie etwa in Total War, dafür sehr detailreich und spannend. Allerdings macht sich auch hier der Early Access bemerkbar, die KI bleibt etwa hinter ihren Möglichkeiten. All das heißt aber andererseits, dass Manor-Lords noch viel Potenzial hat. Wenn man sich dem Thema von der missgünstigen Seite nähert, kann man ohne Scheu sagen, dass Ken Levine offenbar auch nichts Neues mehr einfällt. Denn Judas, das Spiel, an dem Levine und sein neues Studio Ghost Story Games seit ein paar Jahren arbeiten, sieht einfach total nach BioShock aus. Das Leveldesign, das NPC-Design, das Gegnerdesign, das Waffendesign, es schreit förmlich BioShock. Heißt aber Judas, weil die Rechte an BioShock bei 2K liegen und ein BioShock 4 längst in Arbeit ist. In Judas verschlägt es uns auf eine Raumstation, auf der, wie für Raumstationen üblich, irgendwas gehörig aus dem Ruder gelaufen ist. Und offenbar sind wir in der namensgebenden Rolle nicht ganz unschuldig daran. Außerdem ist der Name Judas natürlich nicht aus Jux und Dollerei gewählt, denn soweit bekannt sollen wir uns im Laufe der Handlung mit anderen verbünden, um sie schließlich hintergehen zu können. Ziel ist es auf jeden Fall, von der Raumstation zu entkommen. Wenn man sich dem Thema von der anderen Seite nähert, dann kann man sich schon mal auf einen intelligenten Shooter in einem spannenden Setting freuen, der bestimmt den ein oder anderen Denkanstoß bringen wird. Und natürlich sind wir zunächst so freundlich, uns Judas von genau der Seite zu nähern. Nanu? In Doom The Dark Ages geht es ausnahmsweise mal nicht in irgendeine Sci-Fi-Zukunft, in der wieder irgendwelche Forscher auf dem Mars das Tor zur Hölle geöffnet haben. Stattdessen geht es ins finstere Mittelalter. Aber natürlich nicht in so eins, wie wir es in Kingdom Come 2 vorfinden werden. Realismus in einem Doom? Selbstverständlich nicht. In Doom The Dark Ages sollen wir die Ursprungsgeschichte des Slayers erleben, in einem Techno-Mittelalter, in dem wir gegen die Mächte der Hölle antreten, um ein Königreich zu retten. Aber mal ganz ehrlich, die Storys der Doom-Spiele passen alle auf einen Bierdeckel. Also alle. Auf einen! Wir wollen ohnehin nur mit bratzigen Waffen zu treibender Musik Dämonen zurück in die Hölle ballern. Und die ersten Szenen, die id Software bisher veröffentlicht hat, zeigen genau das. Coole Varianten von bekannten Waffen, coole Varianten von bekannten Gegnertypen und Dämonen groß wie Hochhäuser. Außerdem bekommen wir wohl eine Art Flugechse unter den Popo, mit der wir stellenweise durch die irrsinnig imposant gebauten Levels rasen. Das Tierchen kann auch Feuer spucken, was besonders bei extrem großen Dämonen hilfreich werden könnte. Pilze gibt es in Spielen ja nicht so oft. Da wäre vielleicht Toad aus Nintendos Mario-Universum oder auch die Gegner aus The Last of Us. In Obsidians Rollenspiel Avowed sind wir selbst einer dieser Pilzköpfe, denn in den Adern unseres Helden pulsiert göttliches Blut und das führt offenbar zu Schwammerlbefall. Zwar könnt ihr im Charaktereditor einstellen, wie genau die Pilzfarm aussieht, für die Story ist sie aber immer gleich wichtig. Denn wir sind das Opfer einer Seuche, der Traumgeißel, die unweigerlich in einem Blutrausch mündet. Noch ist es aber nicht so weit, dafür sind viele der Gegner schon im Endstadium. Klingt alles ziemlich irre, spielerisch erinnert Avowed aber an Klassiker wie Skyrim. Wir erkunden eine riesige Spielwelt, führen viele Dialoge mit den Einwohnern, erfüllen Aufgaben und erwehren uns immer mal wieder diversen Widersachern. Beim Anspielen fehlte den Kämpfen zwar noch etwas Druck, aber noch haben die Macher ja ein paar Monate Zeit. Allerdings erscheint Avowed im hart umkämpften Februar und damit in direkter Konkurrenz zu Kingdom Come Deliverance 2. Viel Glück! Wir wissen nicht, ob sich die Verantwortlichen bei Warhorse und Ubisoft irgendwie abgesprochen haben, den Kampf um die Publikumsgunst zwischen Kingdom Come 2 und Assassin's Creed Shadows so gezielt vom Herbst 2023 in den Februar 2024 zu verlegen. Gut für unsere Hitliste hier, aber schwierig für uns Spieler, die sich dann entscheiden müssen, in welchen Titel sie Zeit und Geld stecken wollen. Von solchen Profanitäten unbeeindruckt werden sich jedenfalls die Shadows-Helden Yasuke, Samurai und Naoe Ninja in ein weiteres Assassinenabenteuer stürzen, um einen bösen Daimyo zu erlegen.
Der starke Yasuke haut er drauf, Naoe schleicht lieber mit Hilfsmitteln wie einem Greifhaken oder Schilfhalmschnorcheln. Welchen der beiden Charaktere und damit welche Vorgehensweise ihr spielt, soll bis auf ein paar Story-Missionen frei wählbar sein, ihr könnt jederzeit wechseln. Diese Möglichkeit gab es zuletzt in Assassin's Creed Syndicate von 2015. Wir sind gespannt, ob Shadows wieder so ein Umfangsmonster wie Odyssey oder Valhalla werden wird oder ob sich Ubisoft eher am überschaubaren, dafür umso dichteren Mirage orientiert. Und noch ein Februarspiel, weil es gerade so schön ist, allerdings gerade noch am letzten Tag des Monats. Unsere GamePro-Kollegin Elen durfte die Entwickler bereits in Osaka besuchen und 5 Stunden spielen. Besonders überraschend, so viel Geschichte gab es bisher in keinem Teil der Reihe. Fans dürfen sich aber trotzdem wohlfühlen. Erneut zieht ihr als Monsterjäger los, um immer größere Wildtiere zu jagen und idealerweise auch zu erlegen. Denn eigentlich ist jedes Monster Hunter eine Reihe von harten Bosskämpfen. Wichtig ist dabei unter anderem das Meistern der 14 Waffen im Spiel, die starke Kombos ermöglichen. Immer 2 dieser Werkzeuge könnt ihr mit in die riesige, lebendige Open World mitnehmen und dort nach Belieben wechseln. Im Basislager der Jäger rüstet ihr euch außerdem mit diversen Gegenständen, also Fallen, Bomben, Tränke und so weiter aus und findet vielleicht sogar menschliche Mitstreiter für die Jagd. Auch Monster Hunter Wilds dürfte wie seine Serienvorgänger im Koop-Modus am meisten Spaß machen. Zusammen lässt sich die Open-World-Spielwiese mit ihrem Terrain und Wettereffekten noch besser ausnutzen, vor allem das Verhalten der vielen Tiere. Herden als Köder vor sich hertreiben und so weiter spielt eine große Rolle. Little Nightmares war 2018 ein kleiner Überraschungshit aus Schweden, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Ebenfalls über Bandai Namco wurde 2021 das ebenfalls extrem beliebte Little Nightmares 2 veröffentlicht, obwohl das Entwicklungsteam Thassia da längst in die Arme der Embracer-Krake geraten war. Derzeit arbeitet man für THQ Nordic an einem Spiel namens Reanimal, das lustigerweise genauso gut Little Nightmares 3 heißen könnte, aber letzteres entsteht nun bei Supermassive Games, weil Thassia offensichtlich nicht nur die Publishing, sondern auch die Markenrechte der Reihe an Bandai Namco übertragen hat. So arbeiten also nun Thassia und Supermassive jeweils an einem neuen Abenteuer, in dem sich kleine Kinder aus einer Albtraumwelt befreien müssen. Little Nightmares 3 wird reichlich düster, die Vorgänger waren es auch, aber Reanimal kann man stellenweise als regelrecht abstoßend bezeichnen. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, welches Spiel letztendlich in der Gunst vorne liegen wird, der offizielle oder der inoffizielle dritte Teil. Albtraumhaft scheinen sie jedenfalls beide zu werden, hoffentlich im besten aller möglichen Sinne. Das waren 15 Spiele, die 2025 richtig groß werden. Und ja, das waren natürlich noch nicht alle Blockbuster, die nächstes Jahr erscheinen sollen. Morgen wird es noch einen zweiten Teil geben, in dem ich euch noch weitere Must-Play-Titel vorstelle. Falls noch nicht geschehen, lasst also gerne ein Abo da, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen, euer Jules.